Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Lamplight City. Wir sind hier wieder am Start und versuchen das Rätsel immer noch um den Mord hier, ja, dem netten Herrn Ronan, glaube ich, heißt er, zu lösen. Und da ich nicht so richtig eine Idee hatte, was ich in der nächsten Folge machen soll, habe ich einfach ein bisschen recherchiert. Haben mir also nochmal alles durch den Kopf gehen lassen, verschiedene Dinge mir angeguckt und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Ich zeige euch die mal. Ich habe einen ziemlichen Bock geschossen, indem ich nämlich hier an der Opiumhöhle gesagt habe, dass ich Privatdetektiv bin. Also es war ja so selten dämlich, dass... wieso mache ich das? Wir kommen also hier nicht mehr rein. Dann ist mir aufgefallen, habe ich mir umgeguckt, finden wir hier ein Buch über die Gebräuche im Orient. Und die habe ich übersprungen. Und hier irgendwo drin steht ein Codewort. Ein Codesatz. Sekunde. Den Drachen reiten. Das hätte ich sagen sollen und dann wäre ich wahrscheinlich da reingekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier ein Dead End erreicht habe. Ob ich mich damit zur Lösung dieses Falls, mich ausgeschlossen habe. Ich würde noch eine Sache probieren wollen. Die habe ich jetzt noch nicht gemacht. Nee, hier bin ich ja völlig falsch. Hier bin ich ja völlig falsch. Und zwar würde ich gerne zu Abten gehen. Und mit ihr schnacken. Und wenn sie jetzt mir die Möglichkeit gibt, mehr über den seltsamen Mann herauszufinden, dann habe ich ein Riesenproblem. Mal gucken, ob das klappt. Upton, I need you to put out a bulletin. There's someone I need found. Oh? Who's that? I don't know his name. I only have a description. All right, I'll need to ask you a few questions. Could you describe the man's height and build? Ja. Groß und breit. He's tall, with a large build. All right. What color is his hair? Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. I believe it's black. All right. Do you know if any... He has a beard. I see. Well... All right. The bulletin is... Thanks, Upton. Habe ich das richtig gemacht? Baut wie ein Boxer. Hatte einen Bart oder Koteletten, war ganz in schwarz gekleidet. Can we talk? Sir. Nochmal. Can I? Sure. Could you describe... Groß und breit. Tja. Das wissen wir halt ja nicht, ne? I believe. I was told he was dressed all in black. I see. Well, I'll put out the bulletin. All right. The bulletin is out. I'll let you know if I hear anything. Thanks, Upton. Ich glaube, ich habe mich da ausgelockt. Ausgesperrt. Wenn dem so ist. Wenn dem so ist, würde ich tatsächlich restarten. Mit dem Hinweis, ich gebe mich in diesem Fall hier geschlagen. Gebe mich also dem Spieldesign geschlagen, weil, jetzt mal ehrlich, die hat ja nicht an meiner, also den Opiumhöhle, die Tante hat ja nicht anhand meiner Stimme erfahren, dass ich immer derselbe bin. Also, es hätte auch durchaus so sein können, dass ich nochmal hingehe, vielleicht etwas tiefer spreche und sage, ja, Servus, ich hätte gern ein bisschen Opium, ich würde gern den Drachen rein. Dann wäre das gegangen. So, aber jetzt bin ich da ausgesperrt. Beziehungsweise vielleicht kann ich es jetzt ja noch machen, jetzt wo ich das gelesen habe. Mal gucken, ich probiere es mal. No answer. Looks like you blew your chances with this. Ja, okay. Also das ist, finde ich, das ist ganz schlechtes Design, finde ich.
wenn die Person mich gesehen hätte. Vielleicht hat sie mich durch die Fenster gesehen, aber ganz ehrlich, der Typ sieht aus wie ein Allerweltstyp. Ich frage jetzt sie nochmal, ob sie neue Infos hat. Ansonsten würde Excuse me. ich wahrscheinlich restarten. I was given the physical description of a man. I was wondering if you might recognize him if I told you. Perhaps. Go on, then. He's tall, of strong build, with a beard or mutton chops, dressing all in black and possibly wearing a cap. Bit vague, wouldn't you say? That covers about half our clientele. Ja, I know. I was afraid that might be the case. Did you notice anyone of that description here on election night? I appreciate you taking the time to chat. Yeah. Ja, ich glaube. Moment of... Right. I wonder if he's tall. Oh, aye. Cormac remembers seeing a fella like that. What was he doing? Kept going in and out of the bar. When he was inside, he stood near the voting booths, hardly moving a muscle. And when he was outside? That, Cormac. Did you notice anything else about him? Yes. Cormac noticed him come in and speak with Nicole, the barmaid, after the commotion outside. Is that right? That's very interesting. Okay, vielleicht kommen wir doch noch Thanks for your weiter. time. Vielleicht kommen wir noch weiter. Also, ich habe ja nichts dagegen, wirklich in dem Spiel auch zu scheitern. Auch in meiner Adventure-Ehre wäre ich natürlich etwas gekränkt, ja, aber ich sag mal so, ich könnte damit umgehen, wenn es gut erklärt ist. Das ist für mich hier nicht gut erklärt. Finde ich. Mal gucken. Vielleicht kommen wir noch weiter. Excuse me. You know that description I gave you earlier? Of the tall man in black? Yeah, what about it? I spoke with Cormac, and he told me he saw you speaking with someone fitting that description shortly after the murder occurred. And you believed him? Cormac's a good sort, but he's not exactly reliable. I'd say he's twice as reliable as you are. Now tell me the truth, or I'll have you in as an accomplice to murder. All right, relax. I don't know the man by name, but he came to me after the commotion outside and paid me a few crowns to keep my mouth shut about. I didn't ask any more questions, and I wasn't about to refuse some extra cash. That was that, I swear. That's not good enough. I need some way to find this man. Is there anything else you can tell me? Well, I did notice he had a scar on his left cheek. Kind of looked like a shepherd's crook. But that's all, really. Suppose that'll have to do. Okay. I appreciate you taking the time to chat. Yeah. Okay, wir können jetzt wieder vielleicht bei Abten unsere Beschreibung updaten. Ich bin ein bisschen von der Rolle wegen dieser Geschichte. Das nervt mich wirklich. Ich habe jetzt keinen Stress damit, das kurz zu replayen. Can we talk for a moment? Certainly. Aber mich nervt es natürlich, dass ich das sozusagen zugeben muss. Can I try giving you that? Sure. Could you? Ja, He's tall. All right. ja, ich sag mal Believe schwarz. All right. Do you know? He has a beard. I see. Warum kann ich denn jetzt nicht... All right. The bulletin is out. Thanks, Upton. Wieso kann ich denn jetzt nicht das updaten, sag mal? Ich werde es noch mal ein bisschen probieren, weiterzukommen. Ich glaube, das mache ich offscreen. Und mal gucken, ob ich noch was hinkriege. Wenn nicht, sehen wir uns hier wieder. Vielleicht nicht an dieser Stelle. Wahrscheinlich vor der Opiumhöhle, wenn ich es nicht geschafft habe. Dann gebe ich mich geschlagen dem Spieldesign gegenüber. Ach, Mann. Ja, ich hab's nicht hingekriegt. Ich habe noch eine ganze Menge gesucht und gewühlt, aber ich glaube, ich habe mich da in eine Sackgasse manövriert. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich kann hier nicht reingucken. Das ist mit Sicherheit auch übel verqualmt. Ich stehe davor, wenn ich klopfe. Ich klopfe mal. Yes? What do you want? Never. Das ist einfach schlecht designt. Sorry. Das ist, weil man auch mal, weil die auch wollen, dass man mal sagt, wir können den Fall nicht lösen. Aber
Also wie viele andere Wege gäbe es, als hier abzubrechen? Wie viele andere Wege gäbe es? Der erste, der mir einfällt, ist, ihr kann es nicht gesehen haben, die Dame da drin. Der zweite Weg, der mir einfiele, wäre, ich frage jemand anderen, ob der da reingehen kann und mal diese Fragen stellen kann. Vielleicht nicht Eddie, die ist sauer auf uns, aber es ist Sicherheit, wenn wir von der Polizei noch irgendwen haben, der uns da zur Hilfe eilen kann. Dann hat er eine neue Chance. Dann geht der dahin, klopft, sagt, oh ja, ich würde gern den schwarzen Drachen reiten oder was wir da gleich sagen sollen. Und Schluss aus Mickey Mouse. Aber wir müssen es abbrechen an der Stelle. Und das ist für mich adventure-seitig, und ich schreibe es auch gleich mal auf meine Bewertungsliste, ist das einfach nicht konsequent. Opium Minuspunkt. Es ist nicht konsequent aus meiner Sicht. Überhaupt nicht. Ja. I was told this was the place to come if I wanted to ride the dragon. Oh. Well, why didn't you say so? Please, come in. Ich mache aber natürlich Lesson Learned, ne, und versuche es besser zu machen das nächste Mal. Ich werde meiner Identität noch anders umgehen und werde nochmal viel drüber nachdenken. Das führt aber dazu, dass ich bei jedem Dialog darüber nachdenken muss, weil das ist ja die Konsequenz daraus. Nervig. Spelunkenbesitzerin. Opium ist wirklich ein Teufelszeug da. She's not gonna be much help right now. Best not to bother her. Poor horse. That fellow in the armor must have weighed a ton. At least they provide their clients with some measure of privacy. Das ist Darius. Now I see why they call it riding the dragon. Excuse me, I'm looking for a man by the name of Darius. Well, look no further. Welcome, friend. Sit, join me. I'll stand, if that's all right. I was wondering if I could ask you a few questions. Junge, das ist so inkonsequent. Und man kann überhaupt nicht rausgucken. Es ist alles verqualmt hier. Vielleicht kann sie uns davon sehen. Vielleicht. Und jetzt stehen wir hier und sagen: Guten Tag, junger Mann. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Und ich bleibe auch stehen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Haha, juhu. Ich bin kein Privatdetektiv. Haha. Questions are the path to enlightenment. Answers fly by as birds on the breeze. Der weiß doch, dass wir hier... But will a caged bird sing? That is the true question. Wonderful. He's as high as a kite. This is gonna be worse than pulling teeth. Gut. Ich bin ganz Suche. Sollte ich ihn über den seltsamen Mann anfragen? I was wondering if you could tell me whether you saw a certain man at the Raven on election night. He's tall, of strong build, with a beard or mutton chops, dressing all in black and possibly wearing a cap. Und hat eine Narbe an der Wange? Lots of people like that go to the Raven. I see loads of them every night. But now that you mention it, I do remember someone like that. How so? I remember one of the times he came in, he was adjusting his hat. I could have sworn when he took it off for just a moment, his hair was bright red. Bright red. How is that strange, exactly? Because his beard was jet black. It was the oddest thing I'd seen. Well, it was the oddest thing I'd seen, until his beard slid halfway down his face. Sein Bart das halbe Gesicht runterrutschte. Das heißt, er war angeklebt. I see. Well, thank you for the information. Wonderful. This testimony is about as useful as a hole in the head. Nee, wir wissen, dass der keinen Bart hat. And again, there might be something to it. Er hat keinen Bart. Are you familiar with a man named Ronan Lespay? I know many men. Some old, some young, some rich, some poor. Some I know by name, some by face. But this man you speak of, this Ronan, he is unfamiliar to me. I have a ferrotype. Do you recognize him? Forgive me, but my eyes are blurry. I cannot make out his features. Well, he's useless, isn't he? Too bad there's no way to snap him out of it, like there was with Dupre's kid.
Do you know anything about the murder outside the Silent Raven on election night? Murder? Was it a murder? It was. A man was shot in cold blood. That would explain the commotion, as well as the sound. Das Geräusch. So you heard the gunshot? I did. I thought it might have been one of the voting machines making the noise. But then there were shouts, and people began to run. Mhm. Did you see or hear anything before you heard the gunshot? Es geht immer nur um Singular, einen einzelnen Schuss. I seem to remember hearing a man shouting a name. Einen Namen rief. A name? Oh ja, jetzt bitte. Yes. It sounded like Priscilla. Priscilla? Well, how about that? He's managed to be of some use after all. Assuming he's telling the truth, of course. And does the name Priscilla mean anything to you? Afraid not, young man. Okay, aber da können wir wieder rumfragen. What can you tell me about the Silent Raven? Ah, the Raven. My home away from home. I would have thought that was this place. Unless this one is just the home. Do you have many friends there? People you speak with often? Yes, friends. I call them friends anyway, but really, what is a friend? Someone who drinks with you? Someone who shares secrets with you? Are those friends? Irgendwie hat mir dieses Dead End ein bisschen die Freude am Philosophieren jetzt genommen. Ansonsten würde ich natürlich jetzt gerne die Frage erörtern, was ist ein Freund? Ah, was ist ein Freund? Machen wir es trotzdem. Vielleicht am ehesten jemand, den man um 3 Uhr nachts anrufen kann, der einen abholt, der einen aufnimmt. Ein Freund ist, dem man Sorgen teilen kann, mit dem man lachen kann, im Best Case auch weinen kann, nehme ich mal an. Ja. Wahrscheinlich sowas in der Art. My father used to tell me that the only two friends you had were your mother and the crown in your pocket. Well, both of those are gone now, so what does that mean for me? I don't know, sir. I'm just asking about people you speak to at the Raven. The barmaid, Nicole, she gets mad at me sometimes when I break things. But she's all right. Have you ever conversed with a patron called Singing Tom? I'm not sure. I was just told he was called Singing Tom and was a regular at the Silent Raven. That's the man. I see him in here all the time. In here, not just at the Raven? Tom is a child of the poppy, just as I am. He truly understands the world as it is. Do you know where I might be able to find him? Yes, he's the choir master at St. Denis Cathedral. That's where he spends his time when he's not here. Tatsächlich, wo ich diese Info, glaube ich, vorher schon gekriegt habe, aber es ist tatsächlich ein Dead End gewesen. Richtig ganz krasses Dead End. Tja. You mean to tell me we have to talk to another one of these loonies? Wonderful. Do you often come to this establishment, Darius? Oh, yes. This place is better than any doctor or hospital. It has exactly the cure I need. Hm. Tja, und los kommst du davon wahrscheinlich auch nicht mehr. Cure? For what? I'm ill, sir. Just as you are. Just as we all are. Infected by a terrible disease known as life. Speak for yourself. But spend a few hours in here with the intoxicating nectar of the poppy, and you'll find nothing can defeat you. Mhm. So did you manage to get out of here and vote? Please don't bother me with such trivial matters. Why should I care who leads the government? As long as they don't outlaw places like this, they can do whatever they please. Is this guy ignorant or just apathetic? Yeah, well, I don't know, and I don't care. Goodbye, sir. Goodbye. Ja, der Boomer-Joke wird auch nochmal gebracht. Wenn sie im Übrigen so streng ist mit der Tür, warum spricht sie uns jetzt nicht an, wenn wir hier so nur schnacken und nicht saufen? Aber wenigstens verfolgt sie uns mit dem Blick. Es ist wenigstens etwas Konsequenz. So. Die Kathedrale. Wir haben das wirklich ins Dead End gescheuert. Alter Schwede. Nervkram. Da. Setzt euch gerade hin.
Es geht los. Es spricht Tom Puffin. I beg your pardon. Are you Tom Puffin? I am. How may I help you? Oh Gott, das ist auch so eine Trantüte. Miles Fordham, private investigator. I wanted to ask you a few questions. Und hier rendert der das direkt raus. Na gut, okay, wir sind in der Kirche. Ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen tilted. Questions? Have I done something wrong? Oh, das kommt drauf an, No, ey. Mr. Puffin. I simply believe you may have some information that I need. Mhm. Very well, then. What were you doing on election night, Mr. Puffin? Election night? That was ages ago, wasn't it? It was 4 nights ago, to be precise. Ja, Ages. Oh, you have to understand. I have trouble recalling what I ate for breakfast this morning, let alone what happened 4 nights ago. Well, isn't that convenient? Do try to remember, Mr. Puffin. It's quite important. Well, I know I voted at my local polling place, the Silent Raven. Shallow Rail. And then, I'm not sure, actually. Do you know anything about the murder outside the Silent Raven? Murder? Yes, a man was shot. Did you see or hear anything? I don't remember. I don't think so, no. How long were you at the Raven that evening? Not very long, I don't think. I went, voted, stayed for a drink, and then I left. Er ist nicht für einen Drink geblieben. Was mir übrigens auch, also nicht nur für einen, für mehrere, was mir auch aufgefallen ist, beim Replayen, wir kriegen einen Drink serviert, weil wir sagen, ein Gin bitte, damit die Barkeeperin mit uns überhaupt redet. Danach redet Bill noch mit uns. Haben wir den nicht getrunken oder sind wir hier in der Sache auf der Spur? Do you recall what you did the rest of the evening? Not specifically. I probably went home and went to bed, like I always do. Do you recognize the man in this photo? Aha. Is that... No, never mind. What is it? Well, for a moment, I thought it was someone else, but I was clearly mistaken. So you don't recognize this person then? Afraid not. Who is he? His name is, or rather was, Ronan Lespay. What? Is he dead? He is. I'm trying to find out who killed him. Well, I hope you find your man, Mr. Fordham. Are you in the habit of using opium, Mr. Puffin? What? Why would you think that? I met your friend Darius. He told me you share a pastime. All right, yes, I do enjoy a visit to the opium den from time to time. From time to time? More like morning, noon, and night. Have you found the drug has had any adverse effects? Memory loss, for example. I admit I'm not quite as quick as I used to be. Geile Synchronstimme. But without it, I'm in constant pain. Is that right? I fell off a horse when I was 15, and ever since then, my back's not been right. The doctors haven't been able to help. Poppy is my only comfort. I wish there were another way. It might be worth seeking a more professional opinion about the effects of opium. Ja, das machen wir vielleicht beim Doc unten. Does the name Priscilla mean anything to you? Priscilla? What does that have to do with anything? Was hat denn das mit irgendwas zu tun? Er kennt die? The name has come up in my investigation. Is it someone you're acquainted with? No, it isn't. I don't know anyone by that name. Lüge. He certainly seemed concerned about her, though. Ja. How did you become choir master of this church? Oh, well, I studied music at the University of New Bretagne. Once I completed my studies, I began writing symphonies in hopes of securing a patron, but I had no luck. So I decided to focus on choral compositions. I said a few pieces to the bishop, and he offered me the position. And you enjoy it? Oh, yes, sir, immensely. I'm able to continue composing songs for our choir, as well as teach music to our young members. I take my church duties very seriously. What else do you do besides lead the choir? Just a few things here and there, making sure the aisles and the pews are clean, tending to the prayer candles, and that sort of thing. So, All right, the election. Who won? Leroy. He beat Atwood by a significant margin. Oh, I suppose that's good. I
I think I may have voted for him, but I'm not sure. I'll let you resume your practice. Thank Okay. Hier ist eine Kiste. Da gehen wir nochmal ran. Now this is one intriguing chest. If only we could search it without arousing any suspicions. Gehen wir mal zu den Kerzen. Vielleicht können wir die abfackeln oder so. Aha. Prayer candles? People think lighting one of these is gonna solve their problems. If only it were that easy. Ja, bei sowas geht es ja nicht darum, dass das gelöst wird, sondern dass es einem ein bisschen die Hoffnung gibt, dass es besser wird, denke ich mal. Also, what happens if they go out? Does that mean your prayer gets cancelled? Nein, sehr zynisch. Ich bin auch nicht gläubig. Aber ich finde, man kann den Leuten das einfach lassen. Wenn sie daran glauben und das denen hilft, ist doch schön. Shh. What? It's an important question. The more I think about it, the more I want to test my theory about prayers being cancelled if the candles go out. Ich bin jetzt ein bisschen geschädigt, Entschuldigung. Ist das für ein Achievement? That's all of them. Hope you made a wish. Okay. Schön, ganz schöner Dick-Move, ne? Ganz schöner Dick-Move. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, da waren wir, da waren wir. Ich glaube, wir fragen jetzt mal hier nach mit unseren neuen Infos. So, Have you got time? Yes. genau. Did Ronan know anyone named Priscilla? Bitte. Priscilla? No, who is... Just a name that's come up in my investigation. I wonder if Ronan had finally met a young woman. Ach so. Nee, der war doch schwul. Das haben wir doch schon... Ach, sie weiß das wahrscheinlich nicht. Oh, boy. Those are all the questions I have for now. All right. Okay, I'm so sorry. Ich dachte, die wüsste das vielleicht. Weiß er da vielleicht mehr über Priscilla? Hello, Jimbo. All right. Jimbo, alles Kombo für. Does the name Priscilla mean anything to you? Also die gesamte Beschreibung passt ja auf ihn, ne? Außer vielleicht, dass der Bart runterfällt. Vielleicht wollte jemand ihn mimen, sage ich jetzt mal. Also ihn nachmachen. Hat sich ein Bart angeklebt, dunkle Sachen und so. Yes, that's my ship, the SS Priscilla. Mhm. I see. Did Ronan know about it? Of course. He always used to ask me to bring him back some exotic souvenir. Thank you for your time. You're welcome. Okay. Die Priscilla ist das Schiff. So schade, dass wir uns hätten auslocken können an der anderen Stelle und das hier alles gar nicht erlebt hätten. Well, wonder no longer. I'm here and I need to... Oh, I Ach so. see how it... Da habe ich jetzt noch gar nicht, da war ich noch gar nicht. Da muss ich jetzt mal viele Dialoge einmal schnell I durchklickern. hope... Have you got... Of course. Ja, nee, guck mal, die Folge ist vorbei, dann erspare ich euch das Durchgeklickere. Und wir machen hier nach weiter. Bis dann und ciao.